Moin aus dem Wunderland, wer kneift mich mal? Und zwar so richtig doll, ich muss wieder wach werden aus diesem Traum, den wir gestern hatten. Monaco ist eröffnet und es war grandios. Die Fürstenfamilie kam extra aus Monaco zu uns. Wir haben bis zum letzten Moment gedacht, das kann nicht wahr sein, die kommen doch bestimmt nicht, das ist alles ein Scherz. Sie kamen, es war grandios, schaut selbst, hier ist die Eröffnung. Now it's the moment. Garrett is very, very nervous. Yes, it's an honor to have you here because 11 years ago we had the idea to build a Formula One race, and what's our next section? It's Monaco. So it was a perfect idea to do it here. But then we started to invent the thing, and it took 11 years. So it's a late opening because the modelers were ready 4 years ago. Everybody can choose a car, and you will be part of our first Monaco Grand Prix. Prince Jacques is choosing the Red Bull, so it's the Kick Sauber for Princess Gabriella. Prince Albert is choosing the Ferrari, and the Haas is going to Princess Charlene. So now you see who got which position. On the pole position, it's Princess Gabriella. On the second position, Princess Charlene. On the third position, Prince Albert. And Prince Jacques has to do much pressure to the other ones because he's on the fourth place. So, and good luck. To be honest, at the most moments, I was sure it wouldn't work. Maybe I was wrong. We'll see it in the next minute. 3, 2, 1, 0, start! So, lights on. And it's lights out for the Monaco Grand Prix in miniature. Oh. There's only one moment we are frightened about, and this is exactly the moment. You know the children game? There are 3 more there. So Gabriella is in the lead, Princess Gabriella, and Princess Charlene is on the second place. Now they are going in the Mirabeau. The race takes 5 rounds. Princess Gabriella in the lead, followed by Princess Charlene and Prince Albert. Prince Jacques is putting more pressure on it. I see it, and maybe overtaking. No, maybe on the finish line we will see an overtaking. Or they all 4 are together in the fight. You see it now. I think yes, changing the lead. Yeah. It was a very aggressive overtaking. So Princess Gabriella is 1.8 seconds behind, and she's putting on more pressure. I see she's coming nearer. So at this moment we are on the final lap. Last time we're coming out of the tunnel, and Princess Charlene is still in the lead. 0.7 seconds behind is Princess Gabriella. She's fighting against Prince Albert on the third position. So, we have a winner. A perfect Formula One race needs a victory party. You will see it there. Area. Yeah. First, you give the trophy to the winners, and then the national anthem. Okay. So we have 2 trophies. You can. It's your trophy. Thank you. Can take both, or maybe because it's a twin trophy. Here we go. Yes. Nice. What do you say? The smallest trophy in the world. So, and I think we are now ready for a short winner ceremony. And we see it here. See?
podium. But you can see it well there. If somebody would have shown us these pictures, what we saw in this moment, we would have had better sleep the last 5 years. Thank you very much. We wish you the best. Merci bien. Thank you so much. Thank you. Congratulations. It's hard to pick something out because everything is done so incredibly well. But you know, some of the details of the yacht club and of the harbor and of the Militia, the sailing boat, but also, you know, around the F1 track. You know, it's done with such detail and such incredible precision. And then also some of the historical details, like the cathedral with the wedding of my parents. You know, that's a nice gesture. Habe ich euch schon gefragt, ob mich bitte mal jemand kneifen kann? Das war so schön, mit diesen Vieren durchs Wunderland zu laufen. Wir hatten wirklich die Ehre, eine, ich glaube, 70, 80 Minuten lange private Führung, ganz alleine mit denen, durchs ganze Wunderland zu machen. Und die Kinder haben die ganze Zeit gelacht. Charlene hat mir die wirklich tollsten Komplimente gemacht fürs Wunderland, dass sie sowas ja fast noch nie gesehen hat und so. Es war, ja, kneif mich mal. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war so schön und dann war das eigentlich im Nachhinein sogar ganz witzig, dass beim Start erstmal nicht alles geklappt hat und so, weil die Gags dazwischen so, ich glaube, es war Prinzessin Gabriella, die gesagt hat, I'm out, die sozusagen Panik gehabt, dass es ihr Auto war und so. Es war eigentlich alles perfekt und heute überschlagen sich die Medien weltweit. Wir kriegen schon aus anderen Ländern Feedback, dass es teilweise auf den Titelseiten ein Foto ist, weil es halt so ungewöhnlich ist, dass die ganze Familie irgendwo hinkommt und auch noch so einen Spaß zeigt und so. Ja, wir sind einfach nur dankbar. Anschließend kam dann noch der rote Teppich. Wir hatten zu einer Party geladen, eigentlich nicht so unser Ding, aber wenn schon Fürsten, dann muss das auch sein und der ist auch noch geblieben mit der Familie für die erste Zeit und so. Und da kam auch das ein oder andere Sternchen und Stern, also ja, schaut am besten mal selbst. Ich meine, das ist ja immer alles Märchenland. Jetzt ist noch Märchenland im Miniatur-Wunderland. Da kommt natürlich alles zusammen. Herrlich. Wir haben unsere 5 Jahre alten Zwillingsmädchen dabei. Ich habe denen heute Morgen schon erzählt, wer kommt und dass die beiden auch Zwillinge haben, die etwas älter sind. Und mal gucken, ob wir nachher die Gelegenheit haben, uns zu sprechen kurz und ganz kurz auszutauschen. Freue ich mich auf jeden Fall. Ja, gerne. Freut ihr euch heute besonders? Auf das Fürstenpark natürlich und auf Monaco und überhaupt mal wieder im Miniaturwunderland zu sein. Das ist lange her und jedes Mal ein Riesenspaß. Man wird zum Kind und Frau auch, glaube ich. Thank you. Thank you very much. War unheimlich aufregend, war ein ganz toller Abend und mein Höhepunkt war natürlich die Nummer 13. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wen ich meine. Das war ganz toll, ihn da zu haben und natürlich neben dem Fürstenpaar, aber das zählt nicht. Und ja, jetzt ist der Abend vorbei gewesen und für uns war heute, wir sind jetzt hier ungefähr am Nachmittag, am Freitag, wo wir das gerade drehen, natürlich ganz spannend. Wie reagiert ihr? Wie reagieren unsere Gäste? Ist das da brechend voll oder geht da gar keiner hin, weil es langweilig ist, weil Formel 1 eigentlich nur eine Randgruppe ist? Wir wussten es nicht. Und deswegen haben wir Reaktionen eingefangen. Schaut selbst. Ich bin sprachlos. Echt super. Einfach klasse. Toll. Wie gefällt es dir denn? Gut. Was gefällt dir denn am besten an der Anlage? Die Formel 1. We're from the Netherlands. It's really impressive. I think the cars driving themselves and you're not seeing tracks, like, it's really cool. I love it. I think it's really cool, the technology behind it with like the magnets in the cars, that they don't have to drive the same tracks and everything can steer separately. That really makes it, well, worth the details. Wir waren damals schon hier bei der Öffnung von Rio da gewesen, auch morgens schon vor der Tür gestanden
und waren hier einer der Ersten, die über die Brücke gelaufen sind. Und da haben wir uns schon auf Monaco gefreut. Wir haben mal durch die kleinen Fenster gelunzt hier, was da gebaut wird. Und natürlich den YouTube-Kanal gefolgt, Gerrits Tagebuch angeguckt und haben uns immer darauf gefreut, wenn es endlich losgeht. Wieder sehr beeindruckend, diese ganzen Farben, die kleinen Details, Figuren, was man überall entdecken kann, wie hier im ganzen Wunderland. Das ist total beeindruckend, dass wirklich jedes Rennen quasi anders laufen kann. Ist auch schön zu sehen, das hat noch ein paar Kinderkrankheiten, haben wir gerade festgestellt, aber es ist total wurde super gut gelöst. Ja, es ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wie reagiert denn das Publikum? Kommen wir überhaupt noch an die Anlage ran? Und wie machen wir Lautstärke-Einstellungen und sowas? Es ist tatsächlich momentan alles egal. Einfach nur zugucken, einfach nur in die Gesichter gucken und sehen, ja, das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Nein, es ist ein Riesenstein, der mir vom Herzen fällt. Ich habe besser geschlafen heute Nacht, weil die letzten Wochen waren doch sehr schlaflos und sehr hoch getaktet. Und ich muss zugeben, das hört man auch ein bisschen an meiner Stimme, witzigerweise nach so einer extremen Stressphase, man merkt es immer erst hinterher, dass man vielleicht aus seinem Körper ein klein bisschen zu viel zugemutet hat. Aber das tröstet alles darüber hinweg, dass man hier einmal auf die Anlage gucken kann, die Autos sehen kann, es funktioniert und es begeistert. Und das freut mich sehr und deswegen, ich gehe sowieso gleich, glaube ich, früher schlafen als so die letzte Woche und werde vielleicht heute einfach mal keine Fehlersuche machen, sondern einfach nur hier stehen und den Leuten zugucken. Das ist absoluter Wahnsinn. Sowas ist nicht mehr zu toppen. Danach geht nichts mehr. Da geht nichts besser. Ich bin auch extra deswegen hier heute. Wie die so aufeinander achten, die Wagen, und wie die so voneinander abhängig fahren und beschleunigen. Und es ist unglaublich, dass die Zuschauer auch nur fotografieren, wenn auch wirklich Autos da lang fahren. Also ich bin sehr fasziniert von der Detailtreue, von den Liveries der Autos, die einfach exakt so sind, wie man sie auch im Fernsehen sieht. Eine Formel-1-Runde haben wir gesehen, die natürlich so wie immer üblich. Wir dachten eigentlich, wir können der Dutch Anthem entfliehen, aber auch hier ist das leider nicht möglich. Aber vielleicht in Runde 2 gewinnt vielleicht jemand anderes. Genau, vielleicht wird der Fluch mal aufgelöst und Charles steht mal ganz vorne auf dem Podium. Aber gut, auf Platz 3 war er jetzt im ersten Rennen. Also es ist schon eine Steigerung. Ich glaube, wir werden hier bestimmt 2 Stunden oder so verbringen. Dass die Anlage so läuft, dass die Rennautos so fahren, also hätte ich nie gedacht. Also ruckfrei, alles wirklich. Sagen wir, dass die Anlage toll gebaut ist, das wissen wir von den anderen Sachen, aber das ruckfreie Fahren und die Überholmanöver, der Sound dazu, also wirklich absolut top. It's absolutely fantastic. The sheer detail. We saw some clips of it from before we came, so we had a heads up. But yeah, it's absolutely the detail and the scale. It's amazing. Yeah, it's absolutely, and the little jokes, they're very, very, very nice. I think the most favorite thing is maybe the Segway scene. This is very funny. Sind wir mal ehrlich, wir haben schon ein wenig mit diesen Reaktionen gerechnet. Es ist wirklich toll. Man steht davor, man traut seinen Augen nicht. Und wir hoffen, dass diejenigen, die noch nicht da waren von euch, sind ja sicherlich eine ganze Menge, irgendwann in nächster Zeit mal die Möglichkeit haben, das in live zu sehen. Man muss es in live gesehen haben. Also wirklich grandios. Gerrit und sein Team, ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Ich als Bruder mit 2 linken Händen bin unfassbar stolz. Ich darf es immer euch erzählen, allen erzählen, was wir hier haben. Eigentlich habe ich aber nichts gebaut. Dementsprechend, ich bin so wahnsinnig stolz auf das Team. Vielleicht habt ihr ja bald mal die Möglichkeit, euch das selbst anzuschauen. Es ist live noch besser als im Video. Apropos Video, wir haben ja direkt nach der Öffnung ein Video, ein ganz grandioses Video veröffentlicht. Ganz toll, für mich eines der besten Videos, das wir hier gemacht haben. Und das ist mit einer sehr besonderen Technik gemacht worden. Und da haben wir euch ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen zusammengeschnitten. Die seht ihr jetzt zum Schluss. Es ist nämlich Zeit, Tschüss zu sagen. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Es hat euch gefallen, diese Eröffnung mal so hautnah zu erleben. Für uns war es grandios. Wir werden das nie vergessen. Und jetzt habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.